Willkommen zurück, ich bin Nessa und ich wohne nicht nur in einem ziemlich kleinen Haus, ich habe auch eines der kleinsten Bäder der Welt. Auf gerade mal 2 Quadratmetern gibt es eine Dusche, Waschbecken, Stauraum, Heizkörper und Toilette. Nachdem ich im Herbst auf meinem Stellplatz endlich einen Wasseranschluss legen konnte, will ich im Bad nun einige Veränderungen vornehmen. Bleibt also dran, um zu sehen, was man auf diesem kleinen Raum so alles machen kann. Und los! Wie jede gute Renovierung beginnt auch diese hier mit Rausreißen. Was ich hier auseinandernehme, ist die Separate Villa, eine Trockentrenntoilette, die für mich als wasserleitungsloser Mensch lange Zeit die einzige Möglichkeit war. Auch wenn das Experiment am Anfang vielversprechend war, sind wir letztlich keine guten Freunde geworden. Deshalb wird sie jetzt entfernt. Stattdessen zieht ein eine ganz normale, immerhin aber formschöne Spültoilette. Diesen Teil des Umbaus habe ich schon Ende des letzten Jahres gemacht, nach mehreren Wochen Wartezeit. Die Lieferkettenproblematik betrifft anscheinend auch WCs und Abwasserrohre. Meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. RIP-Trommelfell. Was wäre ein Umbau in meinem Tiny House ohne weitere große Löcher in Wand und Boden? Für das Abwasser legen wir deshalb einen direkten Abgang nach außen, der später unter dem Haus noch ordentlich isoliert wird. Das Arbeiten auf sehr kleinem Raum ist zu zweit wie immer eine Herausforderung. Nur falls ihr gedacht habt, es wäre nur im Bad so eng. Wie man ein Wasserrohr bei Kälte nicht. Der neue Abwasseranschluss ist gelegt, der alte kann weg. Auftritt neue Toilette und, mal wieder, unergonomische Arbeitspositionen und ziemlich lange Gewinde zum Zuschrauben. Dim, 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 dim. Und ja, die Brille sitzt schief, das ist mir dann auch aufgefallen. Wir spulen ein paar Wochen in die Zukunft bis Ende Januar 2022, wo nun aus diesem Status quo hier dieser wird. Dringend nötig, denn die Dusche hat keine Stange für den Duschkopf, als Vorhang habe ich ein altes H&M-Top ins Fenster geklemmt und ich habe keinen Toilettenpapierhalter, das Eckregal ist von den Umbauten verschandelt worden und es fehlt überall noch Silikon und ein bisschen Liebe. Also, auf geht's! Ja, es wird Zeit. Die erste Station ist das Eckregal bzw. die untere Wandverkleidung. Ich bessere aus, was es auszubessern gilt, mit dem bewährten Mod Podge und weiteren alten Seiten aus Beguies Aeneis. Als nächstes ist der Vorhang dran. Er soll einfach zu öffnen und zu schließen sein, genau wie das Fenster. Deshalb werde ich hier einfach 2 Haken anbringen, an denen ich ihn festmachen kann. Für den Stoff verwende ich Reste von dem, was ich schon an der Tür zur nächtlichen Verdunklung habe. Da das im früheren Leben bereits ein Vorhang war, habe ich es hier relativ leicht.
Hübsch. Das geht noch besser. Besser, aber noch nicht ideal. Ihr seht am Ende des Videos das vorläufige Ergebnis. Zum Aufhängen habe ich hier alte Schlüsselringe verwendet. Das geht sicher professioneller, aber für hier reicht's. So oder so, ein weiterer Job erledigt. Als nächstes prüfe ich die Dichtigkeit des Spülkastens. So modern das WC auch daherkommt, aber die Befestigung des Spülkastens ist nicht gerade ideal. Irgendwo sitzt das Dichtgummi immer schief und Wasser tropft heraus. Ich ziehe alles fester und hoffe das Beste. Das muss ich in ein paar Tagen nochmal überprüfen. In der Zwischenzeit geht's an den Kleinkram. Früher war ich Minimalismus-Hardliner und hatte kaum Deko. Das kann ziemlich schnell ziemlich traurig aussehen. Heute gibt's deshalb weitere Kunstpflanzen, für echte ist es leider zu dunkel im Bad, und ein Regal für alles, was man ab 30 so benutzt, um nicht wie 100 auszusehen. Wer davon mal auf Instagram eine Übersicht haben will, Hand hoch. Das Toilettenpapier muss jetzt endlich auch nicht mehr traurig in der Ecke stehen und nachdem das erledigt ist, geht es an ein paar Bodenarbeiten. Das Holz hat beim Einbau der Toilette etwas gelitten, also kommt nach einem vorsichtigen Anschliff noch etwas Öl drauf. Viel besser. Während das Öl trocknet, jetzt die Brausestange, zumindest wenn man weiß, wo oben ist. In die Bohrlöcher habe ich vor dem Ranschrauben noch Silikon gegeben, für alle Fälle. Das Öl ist trocken, also wird jetzt abgedichtet. Natürlich nicht nur vorne, aber was ich da hinten getrieben habe, konnte ich unmöglich filmen. Der Raum ist einfach zu klein. Ein kleines Lehrvideo über Silikonfugen. Schön, hässlich. Schön, hässlich. Schön, schrecklich. Auf zum Endspurt. Nachdem ich den Inhalt des letzten Paketes nun verwurstet habe, hier das Endergebnis. Rund um das neue WC ist nun alles hübscher, ein bisschen grüner und ich habe sogar noch mehr Stauraum als zuvor. Mir gefällt der neue Raum, auch wenn ich diese Woche nicht ganz alles geschafft habe, was ich eigentlich vorhatte.
Der Duschvorhang ist immer noch ein bisschen zu lang und das Licht ist immer noch ein bisschen zu dunkel, auch wenn die Lampe hübsch ist. Aber das dann ein anderes Mal. Für den Moment erfreue ich mich an meiner moderneren und hübscheren Einrichtung und den Annehmlichkeiten von fließendem Wasser. Auch nach 2 Monaten ist mir das immer noch ein Freudentanz wert. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in meine anderen Tiny House Umbau-, Renovierungs-, Aufräumen-, Putz- und sonstigen Videos rein. Mich gibt's außerdem auf Instagram und auf Discord und wir sehen uns hier wieder in 2 Wochen am Samstag um 18 Uhr zum nächsten Video. Vielen Dank und bis bald.